Hallo zusammen, MJ-Update hier mit meinem allerersten Live. Ich hoffe, es klappt alles. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören, und ihr könnt mich auch sehen. Ich kann hier grade gar nicht erkennen, wie viele live sind. Ich weiß gar nicht, wie das hier alles funktioniert mit der Technik. Ja, ich bin 'n bisschen aufgeregt, ähm, und ein bisschen nervös, weil es eben mein erstes Live ist. Ja, das ist MJ Update Folge 39, ein Live-Spezial. Und ich habe es mir hier gemütlich gemacht in meinem, ja, Musikzimmer, mein Michael-Zimmer. Ihr seht hier zu meiner Rechten, ne, zu meiner Rechten, zu eurer Linken, das Regal, das ihr häufig im Hintergrund seht. Ich habe es ja neu dekoriert. In der letzten Eventfolge habt ihr ja gesehen, was ich da, ja, mit gemacht habe. Und ja, erstmal will ich euch willkommen heißen. Anlass für dieses Live ist gestrige der gestrige Geburtstag von Michael Jackson, MJ67. Am 29. August 2025 wäre Michael 67 Jahre alt geworden. 1958 ist er geboren und ja, gestern war eben sein Ehrentag. Ja, ihr könnt gerne auch hier die Chat-Funktion nutzen. Auf der Seite, glaube ich, ist sie. Und mir eure Fragen stellen. Ich baue hier auch gerne Antworten rein, wenn ihr irgendwie Fragen haben solltet. Da gehe ich natürlich drauf ein. Ja, und ja, ich heiße natürlich auch alle internationalen, Zuschauer willkommen. Hello, my international viewers from outside German-speaking countries. This is MJ Update Live, my first live ever. And maybe I switch later in German back, and maybe after this live um, uh, I will international subtitles under this video. I will put it on under. Okay, hier bin ich wieder zurück auf Deutsch. Ja, aber ich habe gerade nur mitgeteilt, dass es auch später wieder Untertitel gibt, wie ich das immer für meine internationalen Gäste mache und Zuschauer. Und ja, ich sehe hier gerade, es sind auch welche live dabei. Herzlich willkommen. Und ja, und auch für den Fall, dass keiner live ist, in meinem ersten Live, ich habe den ja auch sehr kurzfristig erst angeteasert, vor 2 Stunden, weil ich noch gar nicht sicher war, ob ich das überhaupt mache. Und es ist auch immer so 'ne Sache, wie man sich dabei fühlt, live zu gehen, finde ich. Das ist noch mal was anderes als meine normalen Folgen, die ich ja vorbereite, und dann kann ich die ja auch neu schneiden und, ja, Dinge auch rausschneiden. Und hier geht das ja nicht. In dem Live bin ich ungefiltert live. So ist das halt. Dessen bin ich mir bewusst, und ich hoffe, dass ich hier auch trotzdem 'ne spannende Folge mache, die ich als MJ Update Folge 39 deklariert habe. Und auch wenn hier keine Fragen reinkommen, habe ich mir natürlich 'n kleines Programm zusammengebastelt, das ich jetzt live durchgehe. Ich habe allerdings noch nicht raus, wie man hier so Einblendungen macht. Da muss ich einfach mal schauen. Ja, Learning by doing. Ich bin hier auf mich alleine gestellt. Ja, wie gerade gesagt, Michael Jacksons Geburtstag war gestern, und wir werfen mal einen Blick auf die Feierlichkeiten, die stattgefunden haben. Gestern fanden ein paar Michael Jackson Celebrations statt. Einmal die offizielle Michael Jackson Birthday Celebration in Las Vegas. Sie hieß Michael Jackson: The Celebration of the King of Pop's Birthday. Sie fand äh, im One Theater Mandalay in Las Vegas statt. Moderiert hat sie Karen Langford vom Michael Jackson Estate. Und dort gab es eine sehr interessante Abfolge. Ich habe mir das heute Morgen angeschaut. Das ist auch immer noch online. Ihr könnt das auf den offiziellen Michael Jackson-Kanal euch anschauen. Karen Langford, die im Michael Jackson Estate sitzt, hat durch diese Stunde, anderthalb, ja, 'n bisschen weniger, 1 Stunde 15 durchmoderiert. Am Anfang gab es einen Zusammenschnitt, ähm, von, von den MJ The Musical Casts aus der ganzen Welt, also das Broadway MJ The Musical, das vom Londoner West End, das Hamburger Team, das australische Team, die US International Tour, ne, die
US National Tour und die internationale Tour. Die haben einen 3 vierminütigen Zusammenschnitt mit Birthday Wishes aus der ganzen Welt vor den also auch in Hamburg, auch Prince Damien und ich glaube, Bennett Monteiro sind dort zu sehen. Also, die gesamten Casts waren in diesem Video zu sehen. Damit eröffnete quasi die Michael Jackson Celebration in Las Vegas. Danach ging es in eine Überraschung. Also, man, hat dort mitgeteilt, dass das dritte Album in den USA von Michael Jackson eine Diamond Certification bekommen hat, also für 10 Millionen verkaufte Einheiten in den USA, ist nach Thriller und Bad nun Off the Wall das dritte Michael Jackson-Album, das über 10 Millionen Mal in den USA verkauft wurde. Danach ging es über in eine also, die eigentliche Überraschung war der Interviewpartner. Damit hat man jetzt nicht gerechnet, weil Karen hat angekündigt, es gibt eine Überraschung. Wir hatten vorher niemanden angekündigt, wer hier interviewt wird, obwohl ich eigentlich der Meinung war, dass es irgendwo veröffentlicht wurde, dass Rich and Tones, die Tänzer von der Dangerous in History Tour mit dabei sein sollten. Waren sie aber nicht. Karen Langford hat hier angeteasert oder hat hier die Überraschung gemacht, dass Prince Michael Jr., also Michaels Sohn, ein Interviewpartner ist für Michael Jacksons Celebration in Las Vegas. Und so, ja, war's 'ne Überraschung, dass auf einmal Prince Michael auf der Bühne stand. Er hat nämlich vor sich getragen diese Diamond Certification reingetragen und auf einmal hat er die abgestellt und dann war auf einmal Prince Michael auf der Bühne. Das war schon 'ne Überraschung und fand ich auch recht cool, dass er dort war. Und die beiden haben, ja, so 'n dreiviertelstündiges Interview geführt, was ich auch sehr schön fand. Karen hat also, die haben sich gegenseitig die Bälle zugespielt und haben sich gefragt, welche Tour sie am besten fanden. Beide waren natürlich für die Bad Tour, konnten sie sich begeistern. Prince Michael hat noch erzählt, dass er auch die History Tour sehr gut fand, weil er damals auch da konnte er sich noch so ganz leicht dran erinnern, auch mit unterwegs war als Kleinkind. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, als ich damals in München vor dem Bayerischen Hotel stand, Bayerischem Hof stand, da auf dem Promenadenplatz, wo auch das Denkmal steht. Da hatte nämlich Michael er hat ja 2 Konzerte in München gegeben, ich glaube am 4. und am 6. Juli 97. Und da in der Mitte gab's ja 'n Tag off, wo kein Konzert stattfand. Und dort hatte Michael am Fenster eben auch Prince gezeigt und, gewunken. Und Debbie war auch zu sehen. Also, damals hatte man dort schon also, habe ich zumindest das erste Mal auch Prince Michael am Balkon seines Fensters gesehen. Und das war nicht die Szene, an die viele denken, die damals in Berlin war. Das war Blanket 2002. Und, ja, 97 hatte Michael auch schon Prince am Fenster gezeigt. Und das war meine erste ja, das war das erste Mal, dass ich eben Prince live sah. Danach habe ich ihn auch nicht wieder gesehen. Äh, ja, und da war damals eben halt auch schon Prince Michael mit auf History Tour, auch wenn er da noch 'n Kleinkind war und sich da, glaube ich, gar nicht so richtig gut dran erinnern konnte. Ja, Prince erzählte auch noch so 'n bisschen, wie er so das Tourleben seines Vaters auch jetzt im Nachhinein kennengelernt hat als Erwachsener, weil Michael halt auch immer mit auf Tour war und auch während der History Tour konnte er sich dran erinnern, dass Michael auch immer Kinder Hospitale, Hospize, Waisenhäuser besuchte und Michael auch immer seinen Kindern erklärte: „Ich muss jetzt bin ich für die Kinder da. Das heißt aber nicht, dass ich euch weniger liebe. Ich muss jetzt zu den Kindern und denen hier einmal Hallo sagen.“ Und er nahm hier auch Bezug auf das Buch von Paul Dwyer, „The Humanitarian“, der das Buch geschrieben hat, wo diese ganzen Geschichten drin stehen von Michael Jackson, wie er auf Tour war und Menschen geholfen hat. Und darüber habe ich ja auch schon mal 'ne Folge gemacht über das Buch und auch Paul Dwyer habe ich hier auch 'n kleines Interview gemacht für die Folge, findet ihr auf meinem Kanal. Und darauf hat er auch noch mal Bezug genommen, dass man sich vorstellen muss, dass Michael auf Tour war. Er musste arbeiten und hat dann immer diese freie Zeit genutzt, um eben halt auch diese Wohltätigkeiten zu machen, von denen ja auch viele gar nichts wissen, dass die stattgefunden hat. Und
Prince erzählte auch, das war kein PR-Termin. Er ging halt wirklich hin. Er hat diese lange er kann sich konnte sich daran noch erinnern, da war dieser lange Korridor mit vielen, vielen Zimmern und Michael ist in jedes Zimmer reingegangen und hat sich in jedem Zimmer Zeit gelassen. Und das fand ich 'ne richtig schöne Geschichte, die Prince dort erzählt hatte. Und ja, er erzählte auch, wie er das allererste Mal das Thriller-Video gesehen hatte. Das war nämlich damals auf Neverland, in dem Neverland-Kino. Da hatte Michael das Thriller-Video gezeigt und hat sich dann auch seine Späße mit, den Kids gemacht. Er hat dann nämlich auch sinngemäß gesagt, ähm: „Ja, wie mache ich das? Ja, das mache ich halt. Das bin ich und ich kann mich so verwandeln wie ein Werwolf“, und hat halt seinen Kindern da halt 'n Schrecken eingejagt. Und das hat Prince auch sehr lustig erzählt, weil dann irgendwie auch Vollmond war und, er gesagt hat: „Ja, jetzt musst du aufpassen, es ist Vollmond und gleich verwandle ich mich.“ Und da hatte er, 'n Schrecken bekommen. Also, das war wirklich 'ne lustige Geschichte, die Prince da erzählt hat. Jetzt muss ich mal grad auf meinen Zettel gucken. Ah ja, und erzählte auch noch, dass er im, Mittleren Osten, glaube ich, war's, das Bukarest-Konzert das erste Mal gesehen hatte. Und für ihn war das dann auch ganz komisch zu sehen, dass Menschen dort in Ohnmacht fielen. Ja, das konnte er gar nicht glauben. „Das ist doch nur mein Vater. Warum fallen da andere Menschen für in Ohnmacht?“ Und als Kind konnte er das gar nicht begreifen, dass Michael Jackson eben so ein großer Superstar war, dass dafür andere Menschen in Ohnmacht gefallen sind. Also, das Interview lohnt sich schon. Ich fand das schon sehr gut, wie Karen da durchmoderiert hat, und das war für mich auch wirklich überraschend, dass die da so 'n tolles Interview geführt haben. Ja, das war der Teil. Danach kam noch Jamie King, ein Tänzer, der als Backup-Tänzer für die Dangerous Tour gecastet wurde und mittlerweile auch im Team des MJ1, ja, Theaters ist. Also, MJ1 ist ja die Cirque du Soleil Show, die immer in Las Vegas stattfindet. Und danach ging es ein bisschen mehr um die The One Show, weil dafür eine neue neue Elemente, designt wurden, die in die Show eingebaut worden sind. Also, zu Michaels Geburtstag gestern hat man ein paar Änderungen an der MJ One Show vorgenommen, und Karen hat auch das Publikum aufgefordert, im Nachgang auch mal auf Social Media zu teilen, was euch alles an Veränderungen aufgefallen ist, weil sie auch davon ausging, also, das hat sie das Publikum auch gefragt: „Wer von euch hat die Show schon gesehen, öfter gesehen?“ Da hat das Publikum natürlich gesagt, dass sie das schon alle öfter gesehen haben. Und wenn ihr da auf Social Media unterwegs seid, vielleicht postet ja der ein oder andere jetzt Änderungen. Ich habe da jetzt noch nichts gelesen, aber die Show soll wohl neue Elemente bekommen haben und, ja, also es war schon die läuft ja auch schon sehr lange, ich meine seit 2014 ungefähr, und nach so vielen Jahren, ja, da entwickelt sich so eine Show ja natürlich auch weiter. Ja, ich hoffe, ich werde sie auch irgendwann mal sehen. MJ1 ist auf jeden Fall auch noch auf meinem Plan und ich habe die Hoffnung, dass ich die Show irgendwann auch noch mal sehen werde. Ja, Jamie King, er hat auch noch so 'n bisschen erzählt, wie er damals das erste Mal Michael in den Proben kennengelernt hat zur Dangerous Tour. Und, ja, und zum Abschluss gab's noch eine Birthday Celebration Show von dem MJ1 Team. Sie haben zu „Get on the Floor“ und „Shake Your Body“ so 'n Mash-up gemacht und haben dazu sich 'n neuen Tanz einfallen lassen. Auch den könnt ihr euch auf dem offiziellen Michael Jackson Kanal in kompletter Länge anschauen. Und zum Schluss gab's noch 'ne kleine Überraschung. Nein, es gab nicht den Teaser zum Michael Jackson Biopic, was ja viele gehofft haben, dass es den endlich geben würde, dass es den zu Michaels Geburtstag ein Biopic-Update gibt und dass wir endlich den offiziellen Teaser zu sehen bekommen zum Film. Das gab's nicht, aber die Crew vom Biopic, die haben sich zusammengetan und haben einen Geburtstagsmitschnitt. Sie wollten auch Teil dieser Birthday Celebration sein, und es gab ein ungefähr 3 4-minütiges Video, wo eben das Michael Jackson Biopic Team Michael Jackson zum Geburtstag grüßte. Mit dabei war auch Jawar Jackson. Er hat auch noch mal gesagt, dass er Michael inspirierend findet und „Alles Gute an meinen Onkel“, hat er gesagt. Also, das war auch eigentlich sehr schön, und das kam auch überraschend, dass das Biopic dann überhaupt
dort auch mit eingebaut wurde. Ich hätte schon wieder vermutet, man hätte da gar nichts zu gesagt, aber hier gab es dann ein offizielle Einblicke vom Set. Auch die ganze Crew war zu sehen, wie sie auf Havenhurst „Happy Birthday Michael Jackson“ sagte. Und danach hat Karen Langford auch noch mal verdeutlicht: „Wir freuen uns nächstes Jahr im April auf die Premiere.“ Und zum Abschluss hat sie dann auch gesagt: „Wir werden uns dann alle nächstes Jahr im April wiedersehen, wenn eben das Biopic in die Kinos kommt.“ Und ja, das fand ich eigentlich hat mich diese gesamte Celebration Show rund um die Las Vegas Show doch sehr überrascht, positiv überrascht. Ich fand sie richtig gut und habe mich da gut unterhalten gefühlt, diese etwas 1,5 Stunden ungefähr. Ja, wenn ihr die gesehen habt, könnt ihr hier gerne auch mal kommentieren. Auch wenn ihr Fragen habt, gerne Fragen stellen. Ich gehe da gerne drauf ein. Ich sehe hier Annabella. Hallo, grüß dich. Du bist ja auch öfter in meinen Lives dabei. Ja, du freust dich auf Bergisch Gladbach und ich mich ja auch. Da werden wir uns dann treffen, sehr wahrscheinlich, weil wir da die One Night of MJ Show uns anschauen werden. Ja, da, freue ich mich auch hier Zuschauer zu treffen und kennenzulernen. Annabella, wir werden uns da sicherlich treffen. Freue ich mich. Ja, liebe Grüße gehen hier raus an alle, die live dabei sind. Ich sehe hier auch oben rechts oben links in meinem Bildschirm habe ich gesehen, da kann ich immer verfolgen, ob auch jemand live ist. Und ein paar Leute schalten sich hier offenbar auch dazu. Ihr seid auf jeden Fall gegrüßt und auch gerne Fragen stellen. Ja, das war die offizielle Michael Jackson Celebration organisiert vom Michael Jackson Estate. Es fanden aber auch noch andere Shows statt. Jetzt ist mir der Zettel runtergeflogen. Und zwar gab es noch nicht offizielle Michael Jackson Shows oder, Gedenkveranstaltungen oder Birthday Celebrations, so heißt es, glaube ich, richtig. In Gary, Indiana fand die 2300 Jackson Street Party Block Party statt. Eine Party organisiert auch von der Stadt Gary auf dem Roosevelt High School Gelände, also auf der Schule, wo damals die Jackson-Brüder und Schwestern auf die Schule gingen. Und deren Haus, das ist direkt daneben, also die konnten von ihrem Haus direkt auf das Schulgelände gucken. In der Eventfolge, meiner letzten MJ-Update-Folge, wo es um die Events ging, hatte ich das ja euch auch gezeigt auf Google Maps, wo das Haus lag und wo die Roosevelt High School ist. Und, ja, da, fand gestern der erste Tag statt, heute der zweite Tag. Also, jetzt gerade mit der Zeitverschiebung wird da jetzt wahrscheinlich gerade auch der zweite Tag beginnen. Eine von Chris Tucker und Denise Williams moderierte Veranstaltung. Gestern Chris Tucker, heute Denise Williams. Und wir sahen schon auf Social Media habt ihr wahrscheinlich auch schon zahlreiche, ja, Videos gesehen, auch von den Malibus. Schöne Grüße an Malibu, Jenny und Vanessa oder Ueli von Jackson CH. Die sind alle vor Ort und genießen dort die Gary, Indiana 2300 Jackson Street Block Party. Und Chris Tucker, Marlon Jackson und Jackie Jackson, also die Brüder von Michael, waren am Elternhaus und haben dort auch 'n kleines Statement gegeben. Marlon hat Hallo an die Fans gesagt und hat auch die deutschen Fans gegrüßt, die dort extra angereist waren, also dann hier auch Jenny und Vanessa. Und ja, also, am Haus selbst gab's eben eine Veranstaltung, und Chris Tucker hat dort Hände geschüttelt, Autogramme gegeben. Also, Bürgermeister von Gary, Indiana war vor Ort. Und, ja, guckt einfach mal auf Instagram oder auf Facebook bei Malibu vorbei oder auch bei Jackson CH, da seht ihr auf jeden Fall Fotos von dem Event. Und, auf der Veranstaltung selbst, die dann auf dem Gelände der Roosevelt High School stattfand, dort gab es, im Impressionator, auch aus der Jackson-Familie waren verschiedene Cousinen und Cousins von Michael Jackson anwesend, so wie ich das bisher wahrgenommen habe. Ein Thriller-Special und Marlon und Jackie saßen die ganze Zeit im Publikum. Also, es ist sie ist ja noch dran, sicherlich eine coole Veranstaltung, wenn man dort vor Ort ist und die ist auch kostenlos, also eine kostenlose Veranstaltung von der Stadt
Gary Indiana, die das hier zu Gedenken ihrer wohl bekanntesten Gesichter gemacht haben. Und ja, finde ich richtig cool, dass sie das vor Ort machen und dass auch Gary Indiana hier, die Familie Jackson auch immer noch so in Ehren hält und auch so prominent unterstützt. Dann gab es noch auf der Holy Terrace, da fand jetzt keine große Veranstaltung statt. Das ist ja der Forest Lawn Friedhof, wo Michael Jackson begraben ist. Aber viele, ja, Fanclubs und Gruppierungen machen ja immer wieder so zum Geburtstag so Gestecke. Auch der Malibu Fanclub, der deutsche Michael Jackson Fanclub, hat wieder eine Aktion gemacht und ein Blumengesteck zu Michael Jacksons Geburtstag auf der Holy Terrace aufgestellt. Auch dazu gibt es Fotos auf deren Kanälen und das finde ich auch wirklich sehr gelungene Aktion und richtig schön gemacht, dass sie das jedes Jahr so auf die Beine stellen. In London fand auch noch eine Michael Jackson Party statt, und zwar der Michael Jackson Day 2025, Birthday Bash, Open Mic and Band Party in der Innenstadt, organisiert von Adrian Grant, der ja auch das Buch, die komplette Chronik von Michael Jackson von 1958 bis heute herausgebracht hat. Auch die aktualisierte Version, die nach seinem Tod rauskam. Er hat das Thriller Live Musical auf die Beine gestellt und auch noch verschiedene andere Projekte. Auf seinem Instagram-Account kann man sehen, dass er auch Musicals macht zu Chaka Khan und Aretha Franklin. Er ist da sehr untriebig unterwegs. Ich habe ihn selbst, am Kingvention-Wochenende mal kennengelernt. Da war er vor der Kingvention im MJ-Musical und da hatten sich einige Michael-Fans ja in der Soho Bar vor dem MJ-Musical getroffen und da kam dann auch Adrian Grant rein und da habe ich ihm kurz einmal Hallo sagen können und wir haben 'n Selfie gemacht. Das Foto habe ich ja auch auf meinen Kanälen Instagram und auch hier im Verlauf in meinen Beiträgen stehen. Ja, das waren soweit alle Michael Jackson-Partys, die mir bekannt waren, die gestern an seinem Geburtstag stattfanden. Wenn euch noch welche einfallen oder ich noch welche vergessen habe, könnt ihr sie hier gerne auch noch mal mitteilen. Und ja, hier Markus Petermann schreibt gerade, er grüßt mich, und findet es schade, dass in Deutschland nichts mehr stattfindet an seinem Geburtstag. Ja, das war echt schade, dass gestern in Deutschland gar nichts stattfand. Da gebe ich dir recht, Markus. Es wäre cool gewesen, wenn in Deutschland irgendwie eine Veranstaltung stattgefunden hätte. Vielleicht auch in Hamburg rund um das MJ, das Musical hätte man ja was machen können, aber es gab keine Partys. Ich weiß, dass eben später im Jahr noch 'n paar Events geplant sind, rund um Halloween. Da gibt's ja dieses Thriller, Halloween-Aktion von Stage und Malibu. Da wird was gemacht mit so 'nem Flashmob. Und es findet in Köln auch noch eine Michael Jackson Party statt. Ich weiß allerdings grade nicht das genaue Datum. Ich glaube, Oktober oder November wird es noch mal eine Michael Jackson Party geben im Quarter 1 oder Quarter One, wo auch schon dieses Jahr im Frühjahr und letztes Jahr im Herbst jeweils Michael Jackson Partys stattfanden. Das gebe ich hier auch noch mal bekannt mit genauen Datum. Also, es kommt noch mal 'ne Michael Jackson Party hier nach Köln, an bekannter, Location und die waren auch immer recht gut. Die letzten 2, also, ich war ja jedes Mal dort und ich fand die immer gut, gute Stimmung, gute Musik und auch ein, Impersonator, wenn man das mag. Aber, ja, sind wir mal gespannt, wie das sein wird und das genaue Datum, ich gucke gleich noch mal nach, aber Oktober, November wird das irgendwann sein. Ja, das einmal dazu und hier habe ich auch noch, die Social-Media-Kanäle. Natürlich haben alle aus der Jackson-Familie, Tyrell Jackson, Jackie, die auf den offiziellen Jacksons-Kanal, LaToya, auch die Mutter Catherine Jackson, auch Prince Michael hat seinem Vater und ihren Geschwistern und Catherine, ihren Sohn, gedenkt an seinem Geburtstag. Das war auch sehr schön zu sehen. Also, auf Social Media sind alle sehr umtriebig und haben entsprechend auch Michael gedacht. Ich sehe gerade, dass auf meinem
Instagram-Kanal auch ein paar Fragen eingetrudelt sind. Ich gucke mal gerade nach, was hier Bersig.art auf Instagram, hallo, Grüße gehen raus, hat mir 3 Fragen gestellt, sehe ich hier gerade. Ich gucke mir die gerade mal an. Er hat mir einmal die Frage gestellt: „Wenn du nur noch ein letztes Mal ein Lied hören könntest, welches wäre das?“ Er meint hier sicherlich Lieder von Michael. Das ist schwierig. Wenn ich ein Michael-Lied das letzte Mal hören müsste, wäre das sicherlich etwas Emotionales, also sowas wie „Will You Be There“ oder „Human Nature“, „Speechless“. Ich glaube, es wäre „Will You Be There“. Also, „Will You Be There“ wäre sicherlich mein Lied, das ich als Letztes hören würde, wenn ich das nur noch hören könnte. Basic.arts fragt mich weiter, bei welchen Live-Shows oder TV-Auftritt war ich dabei? Oh ja, also 'n paar hatte ich gesehen. Ich war live dabei, ähm, bei der History Tour in Amsterdam. Da gibt's ja auch hier mein Storytelling-Spezial auf dem Kanal über mein erstes Michael-Jackson-Konzert. Danach die History Tour in Bremen, das erste, History in Köln, die beiden München-Konzerte, Hockenheim, das waren die 6 Konzerte, Michael Jackson and Friends. Und danach war ich in Saarbrücken bei Wetten, dass, aber nicht drin, draußen hatte ich ihn gesehen. Und dann noch bei den World Music Awards in London 2006 und davor auch noch bei der Killer Thriller Party in in London, wo Michael Jackson diese Demo gemacht hat, oben auf dem Doppeldeckerbus und anschließend noch in dem Theater, wo er diese zehnminütige Rede gehalten hat, wo er gegen Sony Music geschossen hat und, all diese Probleme, die er grade mit der Musikindustrie hatte, mit seiner Plattenfirma, da war ich auch live dabei. Ja, das waren, glaube ich, so 10 Veranstaltungen und ja, 2006 bei den World Music Awards, da habe ich ihn dann das letzte Mal gesehen, leider. Und er hat noch 'ne Frage: „Wo hast du MJ zum ersten Mal gesehen? Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern?“ Das erste Mal gesehen hatte ich ihn bei der Einweihung zur, Colorado Adventure Achterbahn. Auch dazu findet ihr 'ne Folge auf meinem Kanal, mein erstes Storytelling. Und das Gefühl, das ich da hatte, ich war einfach, also, fassungslos, glaube ich. Ich konnte das nicht glauben, dass ich Michael Jackson jetzt hier live sehe. Ähm, Da ist man so viele Jahre so ein Fan und dann sieht man auf einmal Michael Jackson live vor sich. Das ist so 'n Gefühl, das man gar nicht fassen konnte. Das war einmal oben, wo er die Achterbahn eingeweiht hat. Da gibt's ja auch diesen Kameraschwenk runter in die Menge, wo die Leute so am hin und her geschoben werden, wo auch Sarah Connor vorne steht. Und da bin ich auch mit bei in dieser Menschenmenge. Und ähm, viel besser, emotionaler war aber dennoch der Moment danach, als ich Michael am Hyatt Hotel sah, wo er denn Teddy Larkes extra noch mal rauskam und gesagt hat: „Ich zeige euch jetzt noch mal kurz Michael. Michael will euch noch mal kurz Hallo sagen.“ Und dann ist er ja in diese Garageneinfahrt hinter dem Hyatt Hotel reingefahren. Das Garagentor ging zu. Dann ging das Garagentor wieder auf und Michael stand dort. Und das war noch 'n viel emotionalerer Moment als bei der Achterbahneinweihung. So würde ich das beschreiben. Also, es war irgendwie so 'n Moment aus Fassungslosigkeit, das konnte ich gar nicht fassen, dass ich Michael ja hier wirklich gesehen habe. Also, das ist schon krass. Ja, das war, ja, mein Michael-Moment, wie ich den erlebt habe. Ja, kommen wir noch mal zu den upcoming Events. Was kommt auf uns zu? Ich habe ja eben schon gesagt, in Köln wird es noch mal 'ne Michael Jackson Show geben im Quarter One. Also nicht 'ne Show, 'ne Party geben.
Aber in der letzten nachdem ich die letzte Eventfolge rausgebracht habe, kamen auf einmal immer weitere Events, die angekündigt wurden oder die ich vergessen hatte, wie zum Beispiel auch den Birthday Bash von Adrian Grant, habe ich erst im Schnitt gelesen, dass das stattfindet, deshalb habe ich das nur noch eingeblendet. Aber es gibt jetzt noch die Kingvention, die kam auch erst, als ich das fertig hatte, wurde das veröffentlicht. Das hatte ich dann ja auch nur noch mal eingeblendet. Will das aber hier nicht unerwähnt lassen, dass in der legendären Hit Factory in New York, wo Michael Jackson die meisten Songs seines History-Albums aufgenommen hat, findet am 25. Oktober die zweite Kingvention in diesem Jahr statt. Insgesamt die 11. Kingvention New York. Tickets könnt ihr euch auch besorgen. Und dieses Event soll auch weltweit gestreamt werden. Also wir hier in Europa haben dann auch ganz unproblematisch die Möglichkeit dabei zu sein, indem wir uns Online-Tickets kaufen. Die gehen aber erst später in den Sale. Prince Michael macht auch dieses Jahr wieder zu Halloween eine This is Thriller Party. Und dort findet sozusagen am 31. Oktober die offizielle Prince Party statt also für Heal LA, für seine Hilfsorganisation wird das Ganze organisiert. Und ja, im Palace Theater wird das Ghosts-Video aufgeführt. So hat man hier die Möglichkeit, auch mal wirklich das Ghosts-Video auf der großen Kinoleinwand, sich anzuschauen, was ich auch richtig cool finde. Ich werde da aber nicht hinfahren für dieses Event. Vielleicht mache ich das mal nächstes Jahr. Mal gucken. In München, auch wollen wir nicht unerwähnt lassen, findet eine Fotoausstellung von André Rau statt. Er hat Michael Jackson während der Invincible Sessions fotografiert und da ist wohl auch mindestens ein Foto ausgestellt, das er geschossen hat aus diesen Sessions, wo Michael eben ein weißes Hemd anhat und so eine karierte Hose, schwarz-weiß karierte Hose und da so ganz lässig in der Hocke sitzt. Ja, dieses Foto kann man sich dort in München aktuell in einer Fotoausstellung von André Rau anschauen. Und in Lyon in Frankreich findet auch noch der MJ Music Day 2025 vom On the Line Team statt in Frankreich, die ja vor 2 Jahren auch den MJ Music Day hier in Köln in den Dierks Studios organisiert haben. Dort hatte ich ja damals auch, äh wer war das? Jennifer Batten war dort und auch noch verschiedene Musiker, die mit Michael Jackson zusammengearbeitet hatten, waren vor Ort. Auf meinem Kanal findet ihr auch dazu eine Folge. Dort also es sind Franzosen, die diesen MJ Music Day immer organisieren und der findet jetzt in Lyon statt. Dort wird vor Ort sein Rory Kaplan, der Keyboarder, der auch bei der Bad Tour mit dabei war. Den kann man sich dort anschauen und wenn ihr da nach Frankreich kommt oder nach Lyon fahrt, könntet ihr dort an einem MJ Music Day teilnehmen. Ja, und das sind noch die, ja, verschiedenen MJ Music Days. Jetzt gucke ich aber noch mal grade nach, wann Michael Jackson Party Köln im Quarter 1 oder Quartier 1. Ja, da gibt's kein Datum ist zu finden. Ja, ich reiche das nach. Ich finde das Datum grade nicht. Aber haltet's euch fest, irgendwann wird auf den bekannten Kanälen, ähm wird's da was geben. Hier sehe ich grade: „Hi Ruby, Thomas, this is in German. I'm a German-speaking channel, and this is only for Germans, but maybe I will fill it with subtitles after this episode. I will give you subtitles in English and other languages." Ja, das einmal hier noch mal kurz eine Frage aus dem Chat. Und, Annabelle schreibt hier auch noch mal: „Am 5.3.26 in der Lanxess Arena bietet Live kehrt zurück." Ja, das hatte ich schon in der Musical-Folge mitgeteilt. Da habe ich schon ausgiebig drüber gesprochen. Am 5.3.2026 bietet Live, in Köln, aber auch in vielen, vielen anderen Städten. Ähm
Ruby möchte, dass ich jetzt auf, Englisch, switche. Das geht leider nicht. Ruby, I can't switch in English. This is for, I'm German, and this is a German Michael Jackson fan channel for Germans. And, later I will fill it with subtitles in many different languages. But you're welcome. Nice that you're here, and I give my best. And yes, my English is not very well, but I try my best. But I hope you enjoy this channel, and you can watch every episode on my channel with English subtitles. Every other show is with subtitles on my channel. You're welcome. Oh, naja, ich entferne sie jetzt. Genau, dieser Kanal, ich bin absolut gegen ja, ich bin absolut gegen Hate, und wenn jemand, Hate-Kommentare macht, wird die Person auch von mir gesperrt. Ähm, ja, und das ist vielleicht auch noch mal 'n jetzt, wo wir gerade live sprechen, ähm, auch noch mal 'n wichtiges Thema, weil ich habe das auch hin und wieder in meinen unter meinen Videos, Hate-Kommentare und so was, oder dass man sich auch in der Community untereinander, angiftet. Da bin ich kein Freund von. Ich, bin, kein Freund von Hate. Ich gehe mit jedem freundlich um, und genauso gehe ich auch mit anderen um. Und wenn hier Hate Speech in den Kommentaren auftaucht, wird das von mir konsequent gelöscht. Dieser Kanal ist natürlich ein Safe Space für Michael Jackson-Fans auf der ganzen Welt. Deshalb biete ich auch verschiedene Untertitel immer an für meine MJ-Update-Folgen. Und ja, und so gehe ich da auch in Zukunft mit um, und, ich habe da 'ne Null-Toleranz, Grenze, was Hate Speech angeht. Ähm, ja, ich persönlich fühle mich da jetzt nicht angegriffen, wenn mich jemand, anhatet. Aber es ist halt leider so, dass, so sind die sozialen Medien nun mal, ne? Da muss man auch mit zurechtkommen. Für mich ist es, ich gehe damit ganz entspannt um. Also, es gibt sicherlich Leute, die diesen Kanal hier für befremdlich finden. Es gibt Leute, die alles Mögliche komisch finden. Aber na ja, es ist halt 'n Michael Jackson Fankanal. Ich mache ihn auf Deutsch, weil auf Englisch gibt es ja schon auch genug Kanäle, die auf englischer Sprache was anbieten, und, ähm, gehe da entgegen, indem ich eben halt auch immer Untertitel für meine verschiedenen Folgen anbiete. Ja, aber in dem Moment, wo man mich angreift, lösche ich das einfach, weil ich will hier keinen Hate in den Kommentaren haben. Und, ja, das einmal kurz dazu. So, jetzt gucke ich noch mal nach. Hier gab es nämlich noch eine Frage von Markus Jackson 79, und er fragt mich: „Arbeitest du am 29.08. oder nimmst du bewusst Urlaub?“ Und ja, die Frage kann ich natürlich auch beantworten. Nein, ich nehme nicht bewusst Urlaub. Dieses Jahr habe ich Urlaub. Ich bin auch jetzt gerade in der Sommerpause. Also, MJ Update befindet sich ja gerade in der Sommerpause, und nur für dieses Live bin ich jetzt quasi aus der Sommerpause zurück. Ich bin nämlich gestern Nacht auch das ist jetzt Zufall, dass ich eben auch Urlaub habe. Ich bin gestern Nacht aus der Sommerpause, also, gestern Nacht bin ich aus dem Urlaub zurückgekommen. Und eigentlich habe ich überlegt, gestern live zu gehen, aber dafür war ich gestern einfach noch nicht in der Lage. Dafür war es einfach zu stressig. Und heute habe ich gesagt, ganz entspannt, ich gucke mal, wie sich das so entwickelt und anfühlt für mich. Und deshalb bin ich heute eben live gegangen. Aber der am 29.08., da nehme ich mir nicht bewusst wegen Michaels Geburtstag Urlaub oder frei. Ich gehe da auch normal arbeiten. Das ist ein normaler Arbeitstag, wenn ich dann arbeiten gehe. Und, ja, und, mache dort, ja, und das ist eigentlich ein normaler Tag. Aber ich fülle den Tag natürlich aus mit Michael-Elementen. In der Regel trage ich ein Michael-T-Shirt
auch wenn's irgendwie geht, auch auf Arbeit, da bin ich eigentlich schmerzfrei. Ich versuche viel Michael ich habe meistens 'ne Michael-Playlist laufen an Michaels, Geburtstag. Gestern habe ich mir Moonwalker angeschaut. Das ist eigentlich auch schon so 'ne kleine Tradition, dass ich mir einmal Moonwalker anschaue. Und danach habe ich mir die komplette DVD-Box Michael Jacksons Vision angeschaut. Ihr wisst schon, diese goldene Box, die hier ne, diese Box habe ich mir angeschaut. Alle Videos von „Don't Stop Till You Get Enough“ bis „One More Chance“ sind dort drin und die liefen gestern den ganzen Tag über, habe ich mir diese Box rauf und runter gehört. Das Rom-Konzert habe ich mir noch angeschaut heute Vormittag, weil ich auch in Rom im Urlaub war. Deshalb habe ich mir jetzt das Rom-Konzert auch noch mal angeschaut. Das war auch ganz cool, also die von der Bad Tour, das Rom-Konzert. Und das waren jetzt so meine, ja, Michael-Gedenksituationen, die ich von gestern bis heute hatte. Dann hatte ich noch die Michael Jackson Celebration aus, Gary, Indiana mir angeschaut. Und ja, und das war ja, aber zurück zu deiner Frage. Nein, ich nehme mir nicht bewusst Urlaub an Michaels Geburtstag. So, weitere Fragen sind nicht dazu gekommen. Hier ist Christian MJ, Michael Jackson-Fan. Christian, was hat er mir hier geschickt? Ein Video? Ne, ich kann das gar nicht öffnen. Ne, ist auf jeden Fall keine Frage drin. So, dann gucke ich hier noch mal auf meinen Zettel. So, wir sind alle Events durchgegangen. Wir sind alles durchgegangen, was irgendwie mit Michael in Verbindung stand rund um seinen Geburtstag. Ich verweise hier auch noch mal auf eine MJ-Update-Folge zum Michael Jacksons Geburtstag. Wie feierte Michael Jackson seinen Geburtstag? Gibt's auf meinem Kanal. Da, berichte ich so 'n bisschen darüber, wie Michael Jackson eigentlich immer seine Geburtstage gefeiert hat. Schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten bin ich mit meinem ersten Live hier auch langsam am Ende. Ich habe hier gesehen, hier waren immer mal so 3, 4, 5 Leute im Live dabei und damit ich mache meine Folgen ja immer im Live. Also, wenn ich neue produzierte Folgen veröffentliche, gehen sie immer mit einem Live in die Veröffentlichung, wo ich dann im Chat immer kommentiere. Da sind auch in der Regel immer so zwischen 10 und 15 Personen immer live mit dabei, was ich immer schön finde, wenn Fans hier auch mit mir im Chat sich direkt zu dem, was ich da produziert habe, austausche. Für mich ist das heute auch 'ne ganz spannende Erfahrung, dass ich hier mal direkt so 'n Live mache und hier mit euch kommuniziere. Und ich finde es richtig toll, dass auch 'n paar hier auch wenn das jetzt so kurzfristig war, ich weiß, ich habe das erst vor 2 Stunden bekannt gegeben, auch wenn hier einige, ja, dabei sind und hier dazwischen, paar Fragen reingebracht haben auf Instagram. Folgt mir auch gerne auf Instagram, da bin ich ja auch. Und ja, ich finde es super, dass hier, viele von euch dabei waren, die, hier mitgeteilt haben. Und wenn ihr keine Fragen mehr habt, beende ich jetzt diese MJ-Update Folge 39, das Special zu seinem Geburtstag. Kommentiert gerne diese Folge, sie wird danach online auf meinem Kanal sein. Folgt mir gerne, falls ihr das nicht ohnehin schon tut. Schaut gerne auch bei meinen anderen Folgen dabei. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Geburtstag von Michael Jackson gestern verlebt. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Sommerzeit, Spätsommerzeit. Ich mache mit meiner Sommerpause jetzt weiter und ich werde wahrscheinlich erst so Mitte oder Ende September mit einer regulären MJ-Update-Folge wieder zurückkommen. Also, macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und bis zum nächsten Mal. Ciao.